Hallo zusammen! Ihr hattet gefragt, wie näht man Hexis mit der Nähmaschine zusammen. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Meinen ganz herzlichen Dank an die Kanalmitglieder für eure finanzielle Unterstützung. Dankeschön! Ich nähe Hexis mit einer Schablone zusammen. Damit ihr mit der gleichen Schablone arbeiten könnt, wenn ihr das denn mögt, findet ihr unter diesem Video einen Link zu dieser Schablone. Meinen Ausdruck klebe ich auf die Rückseite von Schmirgelpapier. Wie ich das gemacht habe, seht ihr in dem hier oben eingeblendeten Video. Den Innenteil meiner Schablone schneide ich aus. Das Loch in meiner Schablone hilft mir bei Motivstoffen, den richtigen Bereich zu wählen. Wenn ich das gemacht habe, schneide ich das Ganze einmal zu. Aus meinem Motivstoff suche ich mir einen schönen Ausschnitt aus. Die Schmirgelpapierseite lege ich auf meinen Stoff. Das Ganze hält ganz gut. Und nun nehme ich ein Lineal und richte die Linealkante genau an der Außenseite meiner Schablone aus. Und ich schneide das Ganze mit dem Rollschneider zu. Zu meinem schön gewählten Ausschnitt lege ich zwei Stoffe, die das Thema nochmal schön aufgreifen. Alles Hexagone und ich lege meine ersten 3 Hexagone zusammen. Wenn ich Hexagone zuschneide, dann habe ich an allen 6 Seiten eine gestretchte Kante. Moment, die Kante und diesen Stretch-Effekt habt ihr an allen 6 Seiten. Bei den ersten Malen ist das Verarbeiten von stretchenden Kanten ein bisschen schwierig. Ihr könnt es euch etwas einfacher machen, indem ihr euren Stoff stabilisiert. So und so. Um ihn zu stabilisieren, könnt ihr ihn mit, Sprühstärke einsprühen. Es gibt 2 verschiedene Produkte. Es gibt einmal die Sprühstärke und dann gibt es so ein Leichtbügelspray. Verwendet die Sprühstärke. Ich bin eigentlich kein Freund von solchen Dingen. Am Anfang ist es sehr sinnvoll, ihr habt da nur so einen Film in eure Stoffe gebügelt, sodass ihr das Ganze, bevor ihr euren Quilt nutzt, dann doch noch einmal durchwaschen solltet. Aber es erspart euch eine ganze Menge Probleme. Unsere ersten 3 Hexagone möchten wir nun noch mit einer Nahtzugabe versehen. Bei mir wähle ich 1/4 Inch. Diese Nahtzugabe zeichne ich rundherum ein. Ich lege mein 1/4 Inch an der Außenkante an und ziehe eine Linie von der einen Seite zur nächsten, komplett durch. Das wiederhole ich auf allen 6 Seiten. Besonders wichtig ist mir nicht die Linie, sondern die eingetragenen Eckpunkte. Ich zeichne an jedem Hexagon, das ich verarbeite, an allen 6 Seiten die Nahtzugabe ein. Wenn ich meine Hexagone nun zueinander drehe, mit der eingezeichneten Linie nach oben, erhalte ich einen kompletten Nahtzugabenpunkt in der Mitte. All das, was an diesem mittleren Punkt ist, ist Nahtzugabe. Die ersten beiden Hexagone stecke ich mir nun zusammen, und zwar genau von einem eingezeichneten Punkt auf dem einen Hexagon zum nächsten eingezeichneten Punkt auf dem anderen Hexagon. Setzt nicht nur die Seiten aufeinander, nehmt wirklich die Punkte, denn wenn ihr einzelne Hexagone, aus welchen Gründen auch immer, ein bisschen gestretcht habt, dann verzieht sich euer ganzer Quilt. Wenn ihr wirklich darauf achtet, die Punkte zusammenzusetzen, dann hebt ihr diese leichten Unebenheiten zwischendurch immer wieder auf. Also setzt eure Punkte ganz genau zusammen. Das dauert ein bisschen und man sticht auch schon mal daneben, aber irgendwann hat man den Punkt. Wenn wir das haben, legen wir das einmal unter unsere Nähmaschine. Und hier nähen wir ganz genau von dem einen Punkt zum nächsten. Wir nähen ein paar Schritte vor, nähen zurück bis zum Punkt,
Kontrolliert ganz genau. Das ist der entscheidende Punkt bei eurem Hexagon-Quilt. Wenn ihr den Punkt sicher habt, näht ihr bis zur anderen Seite und achtet auf der fertigen zweiten Seite wieder darauf, dass ihr genau diesen Eckpunkt trefft. Ich nähe das hier mit dem Handrad. Ihr könnt besser langsam mit dem Handrad nähen, als schnell nähen und später trennen. Die erste Naht war ja nun sehr leicht. Wir schlagen das auseinander und nehmen unser drittes Hexagon. Das legen wir auf die erste Seite und wir nähen wieder von dem ersten zum zweiten Punkt. Bei dem mittleren Punkt achten wir darauf, dass wir die Nahtzugabe zur Seite legen, sodass wir nicht durch die Nahtzugabe stechen und so, dass wir nicht durch unseren Finger stechen. Das ging gerade noch mal gut. Wenn wir das haben, sichern wir den Punkt. Wir können auch bei der Naht in der Mitte anfangen und wir nähen zuerst nach außen zur ersten Nadel, bis wir genau den zu sichernden Punkt erwischt haben. Und dann drehen wir unsere Hexis einfach unter der Nadel um. So sieht man ein bisschen besser, wann man den Punkt erwischt hat. Und wenn wir nun nach innen nähen, achten wir darauf, dass wir nur 2 Stofflagen zusammennähen. Wir möchten nicht auf die dritte Stofflage kommen. Wenn wir das genäht haben, dann nehmen wir unsere noch offene Seite, schlagen die über den mittleren Punkt, legen den übrigen Stoff zur Seite und zwischendurch hat man immer wieder Fäden, weil die Naht ja nicht am Anfang und am Ende startet, sondern immer ein bisschen in der Mitte. Und hier quilten wir nun und hier nähen wir nun wieder von dem mittleren Punkt. Der ist da jetzt ein bisschen leichter zu finden, weil man schon die Naht auf der Rückseite hat, bis zum äußeren Punkt. Das Ganze legen wir wieder unter. Wir nähen zu der einen Seite, drehen das einmal um, wenn wir mögen. Wir können auch rückwärts nähen, aber so ist es für den Anfang ein bisschen leichter. Und wir nähen zu unserer zweiten Nadel. So schaut das Ganze aus. Meine Nahtzugabe drehe ich nun in eine Richtung, entweder mit oder entgegen dem Uhrzeigersinn. Und schon haben wir unsere ersten 3 Hexagone zusammengesetzt. Für unsere ersten 3 Hexagone haben wir immer nur 2 Nähte. Irgendwann kommt dann aber der Moment, da haben wir 3 Nähte beim Einsetzen von einem Hexagon. Wenn wir ein Hexagon an 3 Seiten annähen möchten, klappen wir einmal unser Hexagon zur äußeren Kante, nähen die erste Linie, wir ziehen unser Hexagon zur mittleren Kante, sodass unser Stoff, schon genähter Stoff, wieder zur Seite liegt, und wir nähen die zweite Linie und wir ziehen unser Hexagon einfach weiter. Wir klappen den schon genähten Stoff weiter übereinander und unsere offene Kante legen wir wieder genau gleich hin. Wir richten sie ganz genau gleich aus und nähen die Seite einmal zu. Und schon habt ihr ein Hexagon mit 3 Seiten aneinander genäht. Ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen beim Patchen von Hexagonen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.